Hallo zusammen, ich möchte euch heute das Formula Pro Lenkrad der Firma Cube Controls vorstellen. Zuerst gibt es zu sagen, es gibt drei verschiedene Varianten des Lenkrads. Einmal das Formula Sport in der günstigeren Version, dann das hier zu sehende Formula Pro und zu guter Letzt das Formula CSX2. Das Formula Pro liegt preislich bei 949 € zuzüglich Versand. Auf dieses Lenkrad fokussieren wir uns in diesem Video. Zuerst zum Unboxing bzw. zum Inhalt der Verpackung. Wir haben hier einmal das komplette Lenkrad, wohlgemerkt ohne den hier zu sehenden Podium-Hub von Fanatec. Dann einmal das USB-Spiralkabel, was wirklich sehr lange ist. Dann kriegen wir noch mitgeschickt einen kleinen Schlüsselanhänger vom Firmenlogo aus vollem Carbon. Dann haben wir hier noch unser Aufkleberset, was ich jetzt nicht benötigt habe, da das Lenkrad bei mir schon vorher beklebt war, wie es bei mir ankam. In der neuen Version ist es so, dass das Lenkrad unbeklebt kommt, sprich man kann sich das Lenkrad so bekleben, wie man will. Also man kann sich die Aufkleber so hinsetzen, wie man später das Lenkrad eventuell belegen möchte. Und zu guter Letzt hier noch einen kleinen Flyer von der Firma G-Performance. Das Ganze wird geliefert in einem schönen Alukoffer. Schön robust zum Abschließen. Wenn man es wirklich mal irgendwo mit hinnehmen will, kann man es hier reinpacken. Ist schön verschlossen, auch hier schön gedämmt. Ein bisschen Schaumstoff. Macht einen guten Gesamteindruck und ist wie gesagt auch sehr stabil. Dann kommen wir schon zum Lenkrad. Was uns hier sofort auffällt, ist die Carbonplatte in der Front, die aus Vollcarbon gefertigt ist. Dann haben wir noch 13 belegbare Knöpfe plus 2 Kippschalter an der Oberseite und hier einen Funky Switch, 7 Wege plus 4 Drehregler in der Mitte. Zunächst zu den Tasten. Die Tasten sind alle mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung. Die 2 Kipphebel, wenn nach oben betätigt sind, erlischt dieser Ring, dieses Leuchten, und sobald wir sie nach unten kippen, sind sie eingeschaltet und der Ring leuchtet wieder. Des Weiteren ist es so, sobald wir die P- oder N-Taste drücken, einmal drücken, erlischt das komplette Leuchten und geht über in Blinken, damit man weiß, die Taste ist betätigt. Sobald wir die Taste wieder drücken, leuchtet die Taste wieder dauerhaft. Das gleiche ist es wie gesagt hier bei dem N. Sobald man drückt, blinkt es, sobald man wieder drauf drückt, ist das Blinken wieder aus, bis die Taste leuchtet wieder komplett. Was wir dann hier noch haben, sind in den Daumenöffnungen die 2 Drehregler, zum Beispiel zum Einstellen für Traktionskontrolle oder Bremsbalance, je nachdem wie man es sich einstellt. Was es dann noch zu dem Joystick zu sagen gibt, ist, was man zum Beispiel von den Fanatec-Lenkrädern kennt, dass man die Bewegung bis das Drücken in die jeweilige Richtung mit einem Klicken bestätigt kriegt. Das ist hier nicht der Fall. Das Klicken hat man hier nur beim Drücken auf den Joystick. Ich weiß nicht, ob man es hört. Und wir haben noch unsere Drehrichtung nach links und rechts. Was wir dann hier noch haben, ist unser Einstellpunkt, unser Einstellrad für den Bitepoint, für die Kupplung, für das Dual-Clutch-System, was wir dann auf der Rückseite sehen. Die Griffschalen sind aus Vollgummi gefertigt. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass es vernünftiger ist, mit Handschuhen zu fahren, da man ohne Handschuhe doch relativ stark schwitzt, was über einen längeren Zeitraum eher unangenehm ist. Das ist jetzt so mein persönliches Empfinden gewesen. Aber so, die Tasten geben ein schönes Feedback. Und wie gesagt, das Beleuchtete ist auch im Dunkeln relativ gut, weil man die Tasten einfach gleich erkennt und gleich weiß, wo man hindrücken muss. Aber daran gewöhnt man sich in einer relativ schnellen Zeit. Es ist wie bei allen Lenkrädern, dass man eigentlich sofort weiß, wo seine Tasten eigentlich sind, die wo man immer braucht. Dann kommen wir zur Rückseite. Wir haben hier noch unsere Schaltwippen zum Hoch- und Runterschalten, sowie unser Dual-Clutch-System, auf das ich dann später am Lenkrad noch ein bisschen genauer eingehe. Wir haben hier Magnetschifter, die einen sehr direkten Schaltvorgang geben, durch einen direkten Tastendruck. Auch hier die ganzen Aufnahmen sind alle wieder aus Carbon gefertigt. Genauso auch wie die Pedals an den Kupplungs- und Schaltwippen. Dann haben wir hier noch unseren Anschluss für das USB-Kabel. Den wir jetzt auch gleich mal fest. Einmal reinstecken und mit dem Schraubverschluss sichern. So wird er gegen Rausrutschen oder Lösen gesichert, sodass wir immer einen guten Kontakt haben. Wie gesagt, Spiralkabel ist auch wirklich lang genug, um das Ganze am Rig zu verlegen.
und einen direkten Weg zum PC zu gewährleisten oder eventuell irgendwo zu einem USB-Hub, wo man dann vielleicht noch weitergeht zum Computer, je nachdem, wie man das an seinem Rig positioniert. Dann kommen wir schon auch zur Aufnahme des Quick-Release-Systems. Das Ganze ist jetzt bei mir der Fanatec Podium Hub. Der Fanatec Podium Hub ist für ca. 200 € auf der Fanatec Homepage zu erwerben, bisher zu kaufen. Und das Ganze wird mit 3 M5-Schrauben befestigt. Einmal hier oben und 2 hier auf der Unterseite. Die unteren waren für mich ein bisschen friemelig, bisher ein bisschen schwierig einzusetzen, bisher zu befestigen, da der Raum doch relativ eng ist, um das Ganze festzumachen. Also das ist ein bisschen Knackpunkt, aber mit ein bisschen Geschick kriegt man die da auch rein. Es gibt dann auch von der Firma Cube Controls noch einen Adapterring, den man hier dazwischen setzen kann, zwischen dem Podium Hub und hier der Aufnahme, um alle gängigen Quick-Release-Systeme zu nutzen, wie zum Beispiel für Trustmaster, Logitech, Akkuforce, dann wie gesagt hier auch Fanatec oder Simbocube 1 und 2. Soweit sind wir jetzt mittlerweile schon durch mit den ganzen allgemeinen Informationen und wir sagen, wir sehen uns dann am Rig wieder beim Belegen der Tasten. So, am Simulator angekommen, schließen wir unser Lenkrad mit dem mitgelieferten USB-Kabel am Rechner an. Sobald das passiert ist, fallen uns natürlich sofort die beleuchteten Knöpfe auf. Wie schon vorher erklärt, sobald wir hier drücken, blinkt unser Pit-Limiter oder unser Neutral, je nachdem wie wir es belegt haben. Alles was irgendwie aktiviert wird und wieder zum Deaktivieren ist, wie zum Beispiel der Pit-Limiter, ist natürlich hier das Sinnvollste. Bei weiterer Betätigung wieder komplettes Leuchten der Taste. Auch hier die Kipphebel, die beleuchtet sind. Sobald sie nach oben gekippt sind, ist die Beleuchtung aus. Nach unten gekippt, wieder an. Zum Aktivieren für irgendwas, damit man weiß, ist es an oder nicht, auch relativ hilfreich. Steigen wir ins Auto ein. Ich habe meine Tasten jetzt schon soweit belegt mit Hochschalten, Runterschalten. Auch hier hört man schon das Schalten. Vermittelt einen sehr direkten Schaltvorgang an sich. Wir können auch hier unseren Bytepoint noch einstellen. Umso weiter, dass ich die Kupplung in dem Fall über das Rad einstelle. Ich kann sie von voll bis gar nicht einstellen an der linken Wippe. Und wenn ich den ersten Gang eingelegt habe und Gas gebe und das Rädchen runterdrehe, so kann ich immer meinen perfekten Punkt der Kupplung, bis in den Schleifpunkt der Kupplung einstellen. Und somit für Formelautos oder auch zum Beispiel Cup Porsche in iRacing versuchen, den optimalen Schleifpunkt einzustellen und somit auch einen guten Start hinzukriegen. Dann drehen wir mal eine Runde.
Dann kommen wir schon zu den Vor- und Nachteilen. Man bekommt hier ein Lenkrad aus dem obersten Preissegment mit vielen Einstellmöglichkeiten und ein Rundum-Paket, was man zum Simracing braucht. Sei es für GT, sei es für Formel, sei es für Prototypen bzw. LMP1-Fahrzeuge. Die Beleuchtung der Tasten ist natürlich auch sehr super, gibt ein gutes Feedback, man kann sich relativ schnell orientieren und weiß, wo man hindrückt und was man macht und was man einstellt und wo man was einstellt. Was natürlich auch eine sehr feine Sache ist, ist die Aktivierung bzw. das Blinken der Tasten, damit man sofort weiß, wenn irgendwas aktiviert ist. Das gibt natürlich auch nochmal so ein kleines Gefühl von mir persönlich irgendwie Sicherheit. Ich weiß, dass alles aus ist oder an ist. Kann also während dem Boxenstopp oder beim Reinfahren in die Box nichts vergessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach einer längeren Testphase habe ich ein bisschen festgestellt, dass die Daumenöffnungen einen kleinen Ticken größer sein könnten. Hier bleibe ich zum Beispiel immer mit den Handschuhen an den Reglern in den Daumenöffnungen hängen und verstelle aus Versehen mal irgendwelche Fahrzeugeinstellungen, was ich eigentlich unbewusst mache. Was sich aber wiederum auch schwierig gestaltet, da man sonst die Tasten relativ schwierig erreicht, wenn man hier diesen Bogen wahrscheinlich höher macht oder größer. Was mir dann noch aufgefallen ist, ist der Joystick, das habe ich aber auch schon in den allgemeinen Infos schon gesagt. Man könnte bei den Links-Rechts Auf- und Abbewegungen wie bei den Fanatec-Lenkrädern dieses Klicken mit reinnehmen, was einfach dieses Bestätigen gibt, dass ich nach rechts, links, hoch, runter drücke und nicht bloß beim Drücken auf den Joystick. Im Großen und Ganzen muss man ganz ehrlich sagen, es lohnt sich, es ist eine Kaufempfehlung. Man bekommt, wie gesagt, auch schon ein rundum sorglos Paket, es fast keine Wünsche übrig lässt. Man hat wirklich viele Einstellmöglichkeiten, wo man was einstellen kann, ob Spotter, ob Aussteigen aus dem Auto, ob in iRacing die Blackboxen umzustellen und. Also man muss ganz ehrlich sagen, wer gerade mal so 1000 Euro rumliegen hat und vorhatte, sich ein neues Simlenkrad anzuschaffen, kann mit dem Kauf definitiv nichts falsch machen.